Das war direkt mit Testen, oder? Nein! Oh, Scheiße. Alter, Vater, ey. Ich hab Angst. So, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen, liebe Simracing- und Rennsportfans. Ja. Classic Lotus Grand Prix auf dem wunderschönen Hungaroring in der Nähe von Budapest. Oh, Patrick, ich hoffe, das ist eine gute Idee gewesen hier. So, also, jetzt gucken wir mal gerade. Also, das ist ja jetzt hier quasi Live-Action, ne? Oh. Also, gucken wir mal eben in die Entries rein. Oh, ich bin Auto Nummer 7. Und natürlich sind heute auch wieder ein paar bekannte Namen Aha. dabei. Tim Wilkinson beispielsweise, der Sieger von Sebring. Oder Robert Simkins, der die letzten 2 Rennen mitgefahren ist. Francisco Xavier Lopez fährt auch wieder mit. Oh, da sind ein paar Hypinger dabei. Eieiei. Also. Ein hochkarätiges Feld heute. Tue ich mal das Quali-Setup drauf. Also diesmal wird es, glaube ich, schwer, mein lieber Patrick. Weil Weil. du nicht geübt hast. Ja, sagen wir so, wenig geübt. Ich war auf Rügen. Da gibt es keine Rennstrecke. Ja, Hungaroring ist einer von den neueren Strecken hier, ne, in iRacing. Der Hungaroring ist eine der neueren Strecken bei iRacing. Das sieht man auch schon an der Grafik. Und ich freue mich besonders, dass iRacing gerade diesen Kurs rausgebracht hat, denn ich bin früher oft zum Formel-1-Rennen dahin gefahren oder geflogen. Ungarn, ein wunderschönes Land mit wundervollen Menschen und ich kann es jedem nur empfehlen, dort mal Urlaub zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und direkt hier neben der Strecke gibt es auch ein großes Freizeitbad. Also ich vermute, eine Pole wird es nicht werden, mein lieber Patrick. Von dem aus man einen sehr schönen Überblick über die gesamte Strecke hat. Ja. Ja, mach ich doch. Du weißt, wie schwierig das ist, dieses Auto zu fahren, ja? Ja. Wollte ich nur noch mal sicherstellen. So. Out. Lap vorbei. Erste Quali-Runde. Und Agna Toromanovic, die hatten wir letztes Mal schon dabei. Und da ist der Tommy auch schon in der ersten Qualifikationsrunde. Schauen wir mal, was er heute drauf hat. So, erste Runde gefahrlos überstanden oder schadlos überstanden, aber so. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung für eine Qualifikationszeit. Dritter Platz. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Aber ich bin mir sicher, da geht noch was. Ein paar Zehntel kann man noch rausholen hier. Schauen wir mal, was die Konkurrenz so macht. Die Stärke des Feldes ist etwas höher als in den letzten beiden Rennen. Robert Simkins ist wieder dabei. Mal gucken, ob er heute mehr Glück hat. Der ist jedes Mal am Anfang abgeräumt worden. Francisco Xavier Lopez sagt ja sicher auch was. Scheiße. Kleines bisschen gerutscht das Auto, aber nichts Schlimmes. Bisher steht eine 1,34,808 zu Buche. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können. Ja, 7 Zehntel. Es bleibt trotzdem bei P6. Nicht schlecht. Oh, 34,1 ist und schneller wurde mich nur nie gefahren. Sehr gut gemacht. Eieiei. Strecke hier, da kenne ich jeden Zentimeter Asphalt persönlich. Jahrelang sind wir da immer hingeflogen. Ich muss jetzt aber ganz mal echt ein bisschen Grafik runterschalten, merke ich gerade. Okay, die Aufstellung beginnt. Schauen wir mal kurz in die... Boah, der nächstplatzierte 2 Zehntel schneller und dann, ja, 1,33,3, 34,7. Francisco Xavier Lopez, der war doch in Monza auch dabei, ne? Tom Wilkinson. Ja. Der Tom Wilkinson macht das nicht irgendwelche... Tom Wilkinson hat das Rennen gewonnen in Sebring. Tim Wilkinson, genau. Der ist auch jetzt ein Abonnent unseres YouTube-Kanals. Ah, und hier, wer kennt ihn nicht? Kleber Botaro Mura. Der Kleber. Hast du jetzt Kopfhörer an oder höre ich mich wieder an? Ich habe jetzt Kopfhörer an. Das ist schön. Dann höre ich mich Auf nicht an. P1 Keith Hörner, P2 Arturo Amro,
Und auf dem dritten Platz Adam Glatzka. P4 Vincent Schafate und P5 Robert Simpkins. 6. Platz Tom Silbernagel. 6. Platz, Patrick. Eine sehr gute Ausgangsposition. So. Du zählst als Einziger jetzt in der Aufstellung hier. Ich guck gerade mal, also wir haben hier 2 am... Okay, ich gehe mal in die... Startet gleich gegen So, Feld. lieber Patrick. Die Ampel müsste jeden Augenblick erscheinen. Alles Gute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und da macht sich das Feld auf die Reise. Die wilde Hatz beginnt. Arturo Amro super aus den Startlöchern gekommen. Schon Seite an Seite mit Keith Hörner. Auch Tommy sehr gut weggekommen. Neben ihm Robert Simpkins. Und da geht Arturo Amro in Führung. Keith Hörner auf den P2 zurückgefallen. Adam Platschka auf P3 und 4. Vincent Schawate. P5 dann Andrea Zanon, der sich gerade innen am Tommy vorbeidrückt. Hat's einer sehr eilig hier. Robert Simpkins dahinter schon einen kleinen Sicherheitsabstand. Scheinen alle sehr gut weggekommen zu sein. Super. Aber keine Unfälle zu sehen mehr. Andrea Zanon. Andrea Zanon von P9 gestartet. Liegt hier schon auf P5. Dafür Robert Simpkins nach hinten zurückgefallen. Und hier Christian Tanahatoe, einer der stärksten im Feld. Leider ohne Qualifikationszeit, muss von hinten das Feld aufrollen. Von P16 gestartet, geht hier auf P10 nach vorn. Oh, hier kurzer Verbremser, Jason Steinhurst, der gleich noch einen Platz verliert an den Kleber Botaro. Und hier wieder ein Blick nach ganz vorne. Arturo Amro führt hier souverän das Feld vor Keith Hörner und Adam Glatzka. Vincent Schabat schon ein kleiner Abstand von 1,8 Sekunden. Und da hinten sehen wir auch den Tommy immer noch super dabei. Liegt hier direkt hinter dem Andreas Zanon. Und bis hierher noch keinerlei Zwischenfälle zu vermelden. Hier Angriff. Sebastian Starke hier an Jason Steinhurst vorbeigegangen. Oh, und da gibt es den ersten Unfall. Der Polesitter Keith Hörner in der Leitplanke eingeschlagen. Da gab es einen Unfall. Ach, schade, schon am Start seine Führung verloren. Kurve 15. Ja. Muss hier das komplette Feld vorbeilassen und reiht sich ganz hinten wieder ein. Während Arturo Amro jetzt in die zweite Runde geht. Jetzt auf P2 Adam Platzka und P3 Vincent Schawat. P4 Andreas Zanon und Tommy jetzt in den Top 5 auf dem 5. Platz. Hinter ihm schon mit etwas Abstand Robert Simpkins und Tim Wilkinson. Das ist noch ein kleines bisschen Luft hinter dir. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall von eben an. Oh, da gab es einen Unfall. Angucken. Keith Hörner. Der Polesitter, da wird das Auto auch beschädigt sein wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Zeichen von kalten Reifen. Der verliert Heck, ne? Ja. Der ist aber nicht auf den Randstein gekommen, der ist einfach so. Guck mal. Ja, aber vordere Aufhängung, vorne links ist kaputt. Ja, Auto Nummer 1, ne? Ja, 2400er Rating. Eigenverschulden, das Rennen schon am Anfang in der ersten Runde kaputt. Hier haben wir mal Adnan Toromanovic im Bild und hier Christian Tanahatoe schon auf P7 nach vorgefahren. Wohlgemerkt von P16 gestartet. Eine unglaubliche Pace hier drauf. Vor sich jetzt Robert Simpkins, den er auch jetzt schnappen wird. Da geht er auch vorbei. Geht hier sprichwörtlich wie das heiße Messer durch die Butter durch. Direkt hinter dem Robert Simpkins, Tim Wilkinson. Und bis auf den selbstverschuldeten Unfall von Keith Hörner hier noch keinerlei Zwischenfälle zu vermelden. Das hatten wir in den letzten Rennen sehr, sehr selten. Sehr super. Tommy muss jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen. Und Christian Tanahatoe kommt immer näher. Die Quatsche mal ausschalten, ja. Christian wesentlich schneller unterwegs wie der Tommy. Fährt hier die letzte Runde eine halbe Sekunde schneller. Und das trotz ein paar Überholvorgängen. Der Robert zeigt sich zwar nochmal hier, aber er hat da keinerlei Chance. Und ich glaube, er wird froh sein, dass er das Rennen hier mal die erste Runde überlebt hat. Das ist doch mal ein toller Start für alle Beteiligten in das Rennen heute hier. Und wir hoffen, dass das auch bis zum Ende hin so bleibt. Hier haben wir mal Kurt Klapper im Bild, P15. Spät gebremst in die Kurve. Vor ihm im blau-weißen Lotus der Michael Pagano. Und hier Keith Hörner, der ehemalige Polesitter, liegt jetzt hier auf P18 und fährt im Feld hinterher. Mal sehen, was er da noch reisen kann. Schade für ihn. Aber für uns als Zuschauer dürfte das sehr interessant werden, denn er hat eine wesentlich höhere Pace drauf wie die Fahrer vor ihm. Das ist schnell hinter mir. Christian Tanahatoe.
Während Tommy jetzt von hinten so langsam Besuch bekommt. Hier vorne alles beim Alten. Arturo Amro führt souverän vor Adam Platzka und Vincent Chavat. P4 weiterhin Andreas Zanon. Das Feld befindet sich gerade mal in Runde 3 von 22 und die Abstände werden jetzt schon ein bisschen größer. Hier haben wir Kurt Klapper im Bild und hier Sebastian Starke. Kein Risiko. Im Sandwich zwischen Kleber Botaro Mora hier im Bremem-Design und Adnan Toromanovic, der sich gerade verbremst hat. Hier weiter hinten Hunter Smith, hier Andrew Eng, Kurt Klapper da irgendwo mittendrin. Vor ihm Michael Pagano und Hunter Smith ein Stück zurückgefallen. Schauen wir mal, was da passiert ist. Hunter Smith hier mit einem roten. Soweit nichts passiert, aber er hat schon ordentlich einen Rutscher dahingelegt, ne? Ja. Das war eher ein harmloser Ausritt, nur ein paar Positionen verloren. Jetzt versucht hier Adnan Toromanovic Gab's einen Rutschi? den Sebastian Starke anzugreifen, geht da nach innen rein, Seite an Seite. Sebastian aber in der besseren Position für die nächste Kurve. Wir sehen es hier, geht auch wieder nach vor. Adnan gibt noch nicht auf, zeigt sich immer wieder. Ein tolles Rennen heute im Gegensatz zu den letzten, die wir gesehen haben. Freut mich heute sehr, dass sich hier alle zusammenreißen, dass wir ein richtig tolles Rennen erleben können heute. Arturo Amro weiterhin souverän in Führung, direkt am Start von P2 aus in Führung gegangen, verteidigt hier seine erste Position, direkt hinter ihm dann Adam Platzka, Vincent Chavat, Andreas Zanon, jetzt haben wir auf P5 Christian Tanahatoe, der den Tommy überholt hat ja auch die schnellste Pace drauf, eine 1,34, 1,96 in der letzten Runde gefahren. Das ist schneller wie der komplette Rest des Feldes und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er den Andrea und die restlichen Fahrer vor ihm eingeholt hat. Schauen wir mal, das könnte noch schwer interessant werden. Auf jeden Fall beherrscht er hier den Lotus Meisterhaft, wie wir gerade sehen können. Und ist jetzt schon fast dran, ist ja auch schon dran am Andrea. Wow. Und ich bin mir ganz sicher, den wird er bei der nächsten Gelegenheit auch schnappen. Aber wir fahren heute relativ sauber hier, die Jungs. Wo soll das? Wenn der Andrea klug ist, lässt er ihn ziehen. Andrea hier im wunderschönen Bremem Meti 49 Design. Das ehemalige Team von Bernie Ecclestone. Und so richtig schöne Designs heute wieder am Start. Ganz Klassiker. Oh, dieser Simpkins da, der setzt mich ganz schön zu. Und ihr habt es gerade gesehen, Christian Tanahatoe endlich auf dem Ziel geraten, hier mühelos an Andrea Zanon vorbeigegangen. Der hat auch sauber Platz gelassen. Heute mal nicht in der ersten Runde abgeräumt worden. Robert Simkin. Und hinter euch lauert auch noch Tim Wilkins. Ein wirklich schönes Rennen heute, was nicht durch irgendwelche UNO-Zwischenfälle ständig unterbrochen wird. Hier haben wir mal Tim Wilkinson im Bild, den Sieger von Sebring, fährt hier auch ein sehr schönes Rennen auf P8. Immer hinten dran an Robert Simkins und hier Francisco Xavier Lopez, einsam und verlassen auf P9. Dann hier Sebastian Starke, kämpft hier mit Adnan Toromanovic um den letzten Top-10-Platz. Clem Botaro und Jason Steinhurst direkt dahinter kämpfen auch um die Position. Danach schon eine größere Lücke zum Kurt Klapper und der Kampfgruppe dahinter. Sebastian Starke im wunderschönen Warsteiner Design kann seinen 10. Platz verteidigen und baut seinen Vorsprung jetzt ein kleines bisschen auf Adnan Toromanovic. Hier haben wir dann Kleber Botaro Mora, Jason Steinfurst, Kurt Klapper, Michael Pagano, Hunter Smith und direkt dahinter den Keith Hörner, der jetzt schon den Andrew Eng überholt hat und mächtig Druck macht auf Hunter Smith, den wir hier im Bild haben. Will hier vorbei, oh, kurzer Rutscher, da nur nicht übertreiben. Da kommt Andrew Eng auch schon wieder und zeigt sich. Da hat aber Keith Hörner Glück gehabt, dass er da nicht abgeflogen ist. Wird mit einer mächtigen Wut auf sich selber hier dem Feld hinterherfahren und versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Aber es ist gar nicht so einfach, hier vorbeizukommen an der ganzen Meute, die wir hier formatfüllend im Bild haben. Das Feld geht jetzt in Runde 6 und es gab bis auf den Zwischenfall von Keith Hörner, den er selbst verschuldet hat, noch keinerlei Unfälle oder Zwischenfälle. Tommy hier kann seine 6. Position verteidigen, allerdings der Gap nach vorn zu Andrea Zanon schon ein ganzes Stück größer geworden. Sind jetzt 2,6 Sekunden und von hinten macht Robert Simkins und Tim Wilkinson immer noch Druck. Christian Tanahatoe hat jetzt den Vincent Chavat fast eingeholt, fährt hier eine 1,33,078. Wahnsinn, über eine Sekunde schneller wie der ganze Rest des Feldes. Und ich glaube, für unsere Zuschauer können wir froh sein, dass Christian sein Qualifying vergeigt hat und das Feld von hinten aufrollen musste, sonst wäre er schon längst über alle Berge und wir hätten ihn nicht mehr gesehen. So führt hier immer noch Arturo Amro, der jetzt in Adam Platzka formatfüllend im Rückspiegel hat, sich aber absolut keinerlei Blöße gibt. Vincent Chavat muss jetzt leicht abreißen lassen, weil er sich ja mit
Christian Tanahato beschäftigen muss, der jetzt hier zum Angriff startet und auch problemlos vorbeigeht. Da sieht der Vincent ein, dass es hier keinen Sinn macht, den Christian in seinem Vorwärtsdrang aufzuhalten. Ich denke, man kennt sich auch innerhalb der Community und weiß, was der andere so leisten kann. Eine mehr als beeindruckende Vorstellung vom Christian bis hierher, aber auch von den anderen allen. Sehr schön hier bisher. Ein so sauberes Rennen habe ich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich überhaupt nicht gesehen. Keiner der Fahrer hat bis hierher irgendeinen unfairen Zweikampf gezeigt oder ist dem anderen reingefahren. Da kann ich nur den Hut vorziehen. Wir gehen jetzt in die 7. Runde. Tommy weiterhin vor Robert Simpkins und Tim Wilkinson. Die Plätze 6, 7 und 8. Nach vorn zu Andrea Zanon wächst der Abstand immer weiter. Jetzt schon fast bei 3 Sekunden. Anders Smith, P14 im Angriffsmodus, versucht hier an Jason Steinhurst vorbeizukommen, damit der Abstand nach vorn zu Kleber Potaro nicht so groß wird, und geht da auch jetzt vorbei, konsequent gemacht. Und Keith Turner auf P15 versucht da auch noch dran vorbeizugehen, vom Weg nach vorn wird hier mächtig aufgehalten. Und während die Jungs hier vorne hart aber fair kämpfen, ist irgendwie Michael Pagano abhanden gekommen, weit zurückgefallen. Ich glaube jetzt auf dem letzten Platz, da ist irgendwas vorgefallen, das müssen wir uns nachher gleich mal anschauen. Abstand nach hinten jetzt groß geworden auf 2 Sekunden. Ja. Da passiert vorne gerade nicht so viel. Ist hier ein Stückchen interessanter bei der Kampfgruppe. Ja, der Robert Simpkins, der muss sich langsam mit dem Wilkinson auseinandersetzen. Nächster Incident hier, wen haben wir hier? Michael Pagano. Oh, Dreher. Ui, 360. Ja. Ja, das sieht aber tatsächlich, erstmal hat er Glück gehabt, so, dass er dann was vereinigt. Ja, Michael hat sich direkt ausgelockt, wirklich schade. Aber Tim Wilkinson hat jetzt auch eine Sekunde verloren, wie es aussieht. Während Christian Tanahato jetzt auf das Führungstour aufgeholt hat, setzt den Adam Klatzka unter Druck. Der kommt hier ein bisschen raus auf den Dreck und schon geht Christian durch. Nutzt hier eiskalt die erstbeste Gelegenheit und liegt jetzt hier auf P2. Arturo Amro wird sich da warm anziehen können. Keith Turner, der ehemalige Pole-Sitter, auf seinem Weg nach vorn hat jetzt Jason Steinhurst überholt. Allerdings durch den Überholvorgang die Lücke nach vorn zu Hunter Smith aufgerissen. Sind über 3 Sekunden, die er da als nächstes zufahren muss. Und Jason Steinhurst bekommt jetzt von hinten Besuch von Kurt Klapper. Und Keith hier kann sich sofort von der Gruppe etwas absetzen. Schade, dass der Keith am Anfang sein Auto weggefeuert hat. Mich interessiert, ob er um Sieg heute mitkämpfen kann. Aber ihr wisst, hätte der Wenn und Aber, hätte der Hund nie gekackt, hätte er den Hasen vielleicht noch erwischt. Das Feld geht jetzt in die 9. Runde. Vorn alles wie gehabt. Tommy auf seinem sicheren 6. Platz, nach vorne und hinten genug Luft. Und Visier wechseln. 1,8 Sekunden. Naja. Hier haben wir mal Jay Jakobowitz im Bild, der letzte, der nach vorn unterwegs ist. Vorne die Haut ein bisschen ab. 12,5 Sekunden Abstand zum Vordermann, zu Andrew Eng, den wir hier im Bild haben. Der wiederum verfolgt den Kurt Klapper, 1,1 Sekunden vor ihm. Dann vor dem Kurt der Jason Steinhurst. Bisschen mit den Reifen haushalten hier. Ich merke schon wieder so, dass man da halt ein bisschen pusht. 2 Runden später. Jetzt an zu rutschen, ne? Ja, Tom hat jetzt nach vorne und hinten so richtig Luft, jeweils über 2 Sekunden Abstand, während Robert Simpkins sich mit Tim Wilkinson beschäftigt. Die Rundenzeiten liegen konstant bei 1,34. Super. Und wenn vorne keiner Mist baut, dann wird es wohl kein Top-5-Platz heute. Oh, Christian Panau ist gerade in Führung gegangen, ja. Und da haben wir den Christian auch schon im Bild, ist jetzt an dem Arturo Amro vorbeigegangen, war bei seiner Pace auch nur eine Frage der Zeit. Leider haben wir das Überholmanöver nicht im Bild gehabt. Oh, weit. Und man sieht es hier auch optisch, der Christian 2 Sekunden schneller wie der Rest des Feldes, hat jetzt schon 1,9 Sekunden Abstand zu Arturo Amro, der sich trotzdem super hier schlägt. Ich denke mal, die Jungs werden hier öfters gegeneinander fahren, deshalb werden sich auch alle gut kennen. Und aus dem Grund wird Arturo Amro auch keine Gegenwehr geleistet haben. Wir haben jetzt gleich Halbzeit und bis auf den selbstverschuldeten Ausfall von Michael Pagano fahren hier alle noch und keiner hat hier bisher gröberen Mist gebaut. Wirklich tolles Rennen heute. Keith Turner hat jetzt Kleber Potaro Mora fast eingeholt und wird über kurz oder lang auch vorbeigehen. Keith macht jetzt richtig Druck, zeigt sich hier
immer mal wieder im Kleber seinem Rückspiegel, denn auch Kurt Klapper ist da dicht dran, hat irgendwo den Jason Stenhorst überholt, der jetzt weit zurückgefallen ist, 5,5 Sekunden Abstand zu der Gruppe hier. Noch kann sich Kleber halten. Der Kurt letzte Runde 1 Sekunde schneller gefahren wie Keith Hörner und 2 Sekunden schneller wie Kleber Botaro Mora. Nur eine Frage der Zeit, bis sie sich hier gegenseitig überholen. Der Keith hier im wunderschönen Renault Turbo Design von Jean-Pierre Chapoyer, der 1979 der erste Fahrer in der Formel 1 war, der in einem Turboauto gewonnen hat. Eben mit diesem Renault Turbo. Hier Hunter Smith in der Verfolgung von Sebastian Starke und davor Adnan Toromanovic, die Plätze 10, 11 und 12. Nach vorn zu Francisco Xavier Lopez schon 4,5 Sekunden Abstand. Boah, Patrick, ey. Ist das anstrengend, ey. Sebastian hat letzte Runde irgendwo 3 Sekunden liegen lassen. Halbzeit? Formel 1, das war was für Männer. Während hier für den Tommy der Abstand nach vorne zu den Top 5 immer größer wird, sind jetzt 4,5 Sekunden und Robert Simkins kann wieder ein Stück näher kommen. Tim Wilkinson ist da auch noch nicht weit weg. Hinterm Tim zu Francisco Xavier Lopez schon ein Riesenloch. Den Francisco haben wir hier mal im Bild 10 Sekunden. Und hier jetzt der Angriff. Gab einen Unfall vom Leader. Hunter Smith an Sebastian Starke vorbeigegangen. Und während wir uns hier gerade das Überholmanöver angeschaut haben, gab es einen Zwischenfall an der Spitze. Der Leader ist irgendwo verunfallt und hier der nächste Überholvorgang. Hast du nur noch eine Rauchwolke gesehen? Fährt aber noch auf B3. Kleber Botaro Mora jetzt ein bisschen aus dem Tritt gekommen, musste auch den Kurt Klapper vorbeilassen. Damit jetzt neue Reihenfolge. Keith Hörner P13 und Kurt Klapper P14. Nein! Boah. Kleber Botaro Mora auf P15 zurückgefallen. Ah, hier haben wir nochmal den Christian Tanahato. Das habe ich gemeint. Hier in Führung liegen, 360 hingelegt. Wow, 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 wow. Da hast du gesagt, hier Qualm, da vorne steht immer Qualm, aber hier weitergehen. Wahnsinn, ne? Und das klingt irgendwie nach einem Indianer hier. Tanahato von dem Damm der Squatch. Somebody ring the dingster! Damit der Christian durch seinen Ausritt auf den 3. Platz zurückgefallen, fängt die Überholjagd vorn an. Robert Simkins ist wieder auf eine Sekunde rangekommen. Hier Hunter Smith jagt den Adnan Toromanovic vor sich her, legt ihn sich zurecht. Ich denke mal, jetzt Start- und Zielgerade wird er eine Möglichkeit haben, dran vorbeizugehen, wenn er sich gut im Windschatten positioniert. Da ist er auch ganz dicht dran. Adnan versucht sich noch zu wehren, geht nach innen, versucht den Hunter ein bisschen zu blockieren, muss jetzt aber einsehen, dass das nicht die beste Taktik ist, geht wieder nach außen, positioniert sich aber jetzt für die nächste Kurve ein Stück besser als sein Gegner, der aber immer noch nicht nachgibt und versucht außen zu überholen, wird er aber keine Chance haben. Jetzt Adnan wieder vorn, ein schönes Duell von den beiden, kämpfen hier hart, aber fair um den letzten Top-10-Platz und jeder lässt den anderen genug Luft zum Überleben, so wollen wir Rennsport sehen, toll. Während Keith Hörner immer noch Kurt Klapper im Nacken hat. Hunter weiterhin ganz dicht dran. Versucht hier den Adnan unter Druck zu setzen, während wir hier mal wieder einen Blick nach vorne werfen. Arturo Amro weiterhin in Führung und hinten sehen wir es schon. Adam Platzka hat jetzt freiwillig dem Christian Platz gemacht. Der kennt die Pace von Christian und wird sich gedacht haben, das ist eher zwecklos, hier im Weg rumzustehen. Heute schon der zweite Patzer vom schnellsten Mann im Feld. Erst die Qualifikation vergeigt, musste von ganz hinten starten, was für uns alle richtig toll war. Und dann einmal das Auto weggeworfen. Hunter Smith jetzt vorbeigegangen, Adnan Toromanovic und kann sich sofort ein Stück absetzen. Während Arturo jetzt versucht, dem Christian zu entkommen, was über kurz oder lang wahrscheinlich ein unmögliches Unterfangen ist. Und knapp eine Dreiviertelrunde später ist der Christian Tanahato auch schon dran an seinem Gegner und wieder auf dem Weg nach ganz vorn. Christian macht es heute wirklich spannend. Mal schauen, wie lange sich Arturo Amro wehren kann. Und ich schätze mal, er ist schlau genug, da nicht allzu stark dagegen zu halten, um sein eigenes Rennen nicht zu versauen. Der Christian jetzt auch 2 Sekunden schneller gefahren als der Arturo. Adam Platzka und Vincent Chavat schon mit großem Sicherheitsabstand. Und ihr seht ja auch optisch, wie der Christian jede Kurve immer näher an seinen Gegner kommt. Wir befinden uns jetzt in Runde 15 von 22 und Christian wird schon ungeduldig. Weiter hinten gab es einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns gleich mal an. Oh, Sebastian Starke mit dem Warsteiner, oh nein! Warsteiner ATS. Nee, Walter Wolf ist das. Walter Wolf Design. Ja, ne? Ja, legt hier ein 360 hin, aber nichts weiter passiert und weiter geht's. Verliert natürlich viele Positionen hier, schade. Arturo kämpft immer noch gegen Christian um die Führung.
Aber Christian macht hier unaufhörlich Druck. Ein tolles Racing von den beiden hier. Sieht, wie welche Geschwindigkeit er hier um die Kurven schießt. Wahnsinn. Toll anzusehen, wie die beiden hier um die Führung kämpfen. Wir haben 2/3 des Rennens bisher hinter uns gebracht, ohne irgendwelche nennenswerten Zwischenfälle. Eines der saubersten Rennen, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Hier hinten zieht sich das Feld jetzt schon ein bisschen auseinander. Nur Kurt Klapper ganz dicht dran an Adnan Toromanovic. Die beiden haben wir hier mal im Bild. Hier vor ihnen Keith Hörner, unser ehemaliger Pole-Sitter, hat sich jetzt schon leicht absetzen können von den beiden. Runde 16 und Christian hat immer noch keinen Weg an Arturo Amro vorbeigefunden, der heute wirklich ein Top-Rennen fährt. Tommy bekommt jetzt so langsam Besuch von Robert Simpkins, der die Lücke, die vorhin schon mal über 3 Sekunden betrug, langsam zufahren konnte. Schauen wir mal, wer besser mit seinen Reifen haushaltet. Tim Wilkinson muss jetzt ein bisschen abreißen lassen. Schade. Und hier jetzt das Überholmanöver zum Führungswechsel. Christian Tanahato geht jetzt vorbei an Arturo Amro, der auch fair und sauber Platz gemacht hat. Wusste, dass es am Ende nichts bringt, sich lange zu wehren. Tolle Zweikämpfe das ganze Rennen über. Wir haben heute bisher noch keine unfairen Manöver von irgendwelchen Jungs gesehen. Ein klasse Rennen, wirklich. Hier auf P4 mal Vincent Chavat zu sehen, P5 Andrea Zanon und der Tommy auf P6 schon 6,8 Sekunden dahinter. Bekommt so langsam Besuch von Robert Simpkins, der eine halbe Sekunde in seinem Windschatten hängt. Aber ranfahren und vorbeifahren, das sind 2 Paar Schuhe. Der Abstand nach hinten zu Tim Wilkinson beträgt jetzt schon 3,3 Sekunden. Tim fährt jetzt zwischen ein sehr einsames Rennen. Da hinten haben wir mal ein Bild. Kurt Klapper setzt jetzt an, den Adnan Toromanovic zu überholen, damit Keith Hörner vorne nicht abhaut. Oh, wie ist denn der jetzt so rangekommen da? 0,4 Sekunden, verdammte Axt. Ein tolles Überholmanöver. Allerdings kann sich der Keith jetzt immer mehr absetzen vom Kurt, 1,2 Sekunden. Während hier irgendwie Sebastian Starke fehlt, da ist irgendwas vorgefallen, das müssen wir uns dann gleich mal anschauen. Das Feld geht jetzt in die 17. von 22 Runden. So, hier nochmal Sebastian Stark. Oh, nein, das scheppert. Au. Au, da ist er aber heftig eingeschlagen. Ja. What the fuck? Tommy kann den Abstand zum Robert kontrollieren. Beide ungefähr auf dem gleichen Niveau, was die Rundenzeiten betrifft. Der Abstand nach vorn zu Andrea Zanon jetzt schon über 6,5 Sekunden. Da wird nichts mehr gehen. Das heißt jetzt hier den 6. Platz absichern. Robert lässt hier nicht locker, zeigt heute ein tolles Rennen. Da hinten sehen wir auch den Tim Wilkinson. Der Abstand beträgt 3,7 Sekunden. Kurt Klapper konnte jetzt die kleine Lücke zu Keith Hörner zufahren, dessen Vorwärtsdrang hier auf P10 inzwischen gestoppt ist. Der Abstand nach vorn zu Francisco Xavier Lopez 4 Sekunden, das wird er wohl nicht mehr schaffen. Trotzdem von ganz hinten noch in die Top 10 zu fahren. Nicht schlecht, muss er nur aufpassen, dass der Kurt auch hinter ihm bleibt. Der versucht jetzt hier schon anzugreifen, geht nach außen, aber Keith macht innen schön dicht, bleibt hier auch vorn. Kurt hat hier noch nicht aufgegeben und da kleiner Fahrfehler vom Keith Hörner, denn der Kurt Klapper sofort ausnutzt und es gab letzte Runde noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns jetzt gleich mal anschauen. Hunter Smith. Der Jäger Schmidt. Jäger-Schmidt. Jäger Schmidt ist nur ein bisschen weggerutscht, kann aber weiterfahren, nichts passiert. Tommy weiterhin super konstant, kontrolliert den Abstand zum Robert hinter ihm. Der Führende ist eine 1,32,289 gefahren. Christian weiterhin im Rekordtempo unterwegs. 2 Sekunden schneller wie der Zweite. Ein Alien, was für eine Pace. Allerdings fehleranfällig. Hier mal Jason Steinhurst im Bild. P15 hinter ihm Andrew Eng. Ich muss mir den 7. hinter mir halten, ey. Ich habe auch meine schnellste Runde gerade gefahren. 34,1. Keith Hörner, unser ehemaliger Pole-Sitter, kann jetzt die Pace von Kurt Klapper nicht mehr ganz mitgehen. Der hat wahrscheinlich besser mit seinen Reifen gehaushaltet. Von 19 Fahrern noch 17 unterwegs und einer steht an der Box. Nur Michael Pagano hat sich hier ausgelockt nach einem frühzeitigen Zwischenfall, den er ja selbst verschuldet hatte. Wie übrigens heute alle Zwischenfälle selbst verschuldet waren. Also eines der fairsten Rennen, was ich bisher bei iRacing jemals gesehen habe. Alle Unfälle selbst verschuldet. Kurt Klapper hier kann sich jetzt etwas absetzen vom Keith Hörner und auch Francisco Xavier Lopez ist nicht mehr weit weg, nur noch 2,5 Sekunden, allerdings dauert das Rennen nur noch 2,5 Runden.
Hier Christian, unser Führender, wieder eine 1:32,276 gefahren. 2 Sekunden schneller als Arturo Amro, den wir hier im Bild haben. Top-Rennen auf P2, Adam Klatzka immer noch hinten dran im wunderschönen Lotus-Design. Dann haben wir hier den Vincent Chavatte auf P4 und ein Stück weiter weg, 3,5 Sekunden, Andrea Zanon, Abstand, der hier ein einsames Rennen fährt, leistet sich hier keinerlei Fehler und liegt solide im Top 5. Von P9 gestartet, konnte sich direkt am Start nach vorarbeiten und liegt jetzt hier auf dem 5. Platz. Der Abstand zum Tommy nach hinten, fast 5 Sekunden. Das Rennen neigt sich dem Ende entgegen und Christian biegt jetzt ab in die letzte Runde. Christian Tanatahato geht jetzt in die letzte Runde. White Flag. Hat trotz seines Zwischenfalls den Jay Jakobowitz schon überrundet. Dahinter dann Arturo Amro. Auf P3 haben wir den Adam Platzka. P4 Vincent Chavatte, den wir hier im Bild haben. Dann P5 Andrea Zanon. Auf dem 6. Platz hier unser Tommy, der sich jetzt wieder etwas frei fahren konnte, von Robert Simpkins. Auf P7, dann haben wir auf dem 8. Platz Tim Wilkinson, ein einsames, aber Top-Rennen. 5 Sekunden Vorsprung vor Francisco Xavier Lopez auf P9. 2 Sekunden nach hinten, hier nach vorne. Der jetzt so langsam Besuch bekommt von Kurt Klapper, muss noch eine Runde durchhalten. Der Kurt auf P10 gestartet, zwischenzeitlich mal ein Stück zurückgefallen, hat sich wieder nach vorgekämpft und liegt hier vor Keith Hörner. Auf P12 dann Adnan Toromanovic. Und wir sehen hier den Kollegen, der die Fahne schwenkt. Hier haben wir auf P14 Kleber Botaro Mora und Hunter Smith ist an die Box gefahren. Da wird wohl das Auto etwas beschädigt sein. Verliert in der letzten Runde noch einige Plätze und hier der Christian, ui, kurzer Schlenker, trotz dass hier die letzte Runde ist und er einen riesen Vorsprung hat, direkt dem Sebastian Starke vor sich, den er jetzt auch noch überholt. Wird der Sebastian auch klug sein, muss er noch eine Runde extra fahren. Also trotz des Vorsprungs lässt der Christian hier nicht nach und fährt hier am Anschlag. Wahnsinn. Hat eine unglaubliche Pace drauf, 2 Sekunden schneller wie der Rest des Feldes und befindet sich hier auf den letzten paar Metern trotz Zwischenfall. Ein souveräner Sieg von ganz hinten gestartet. Gut ab. Da geht Christian Tanahato über die Ziellinie. And the winner ist Christian Tanahato. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir hier Arturo Amro auf P2. Konnte seinen 2. Platz gegen Adam Platzka verteidigen, der hier als Dritter über die Ziellinie kommt. Dann haben wir hier Vincent Chavat auf P4. Ein einsames Rennen. P5 dann Andreas Zanon. Juhu! Und da kommt Tommy auf P6 um die Ecke. 6. Platz. Ein tolles Rennen, konnte seinen Vorsprung vor Robert Simpkins auf P7 behaupten. Dann P8 Tim Wilkinson, auch ein tolles Rennen gefahren. Alter, ich bin durchgeschwitzt, ne? Oh, ich konnte kein Wort sagen, ne? Oh, meine Hände. Ein super Rennen vom gesamten Feld heute. Ich bin mal kurz reingesprungen und losgefahren, war das schon stark. Da muss man allen Fahrern wirklich mal ein Lob aussprechen. Aber die Aufnahme hat mich total. Warum? Selten so ein sauberes Rennen gesehen. Ja, weil ich die Hälfte vergessen habe, mein Mikro aufzunehmen und die andere Hälfte habe ich in so einer miesen Qualität aufgenommen, weil ich es vergessen habe. Hier kommt jetzt so langsam der Rest des Feldes ins Ziel. Jason Steinhurst vor Andrew Eng konnte den 15. Platz verteidigen. Hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht, das Rennen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. War zwar ein bisschen langweilig hier bei mir, aber das ist aber halt, ne? Das Nowhere to bed. Not that I could anyway. Hast du festgestellt, dass sich die Zuschauer jetzt Millimeter mehr bewegen? Nein, warum? That's the name of this track, greasy and nowhere to fly. Es stehen immer noch wie Pappmachés rum, aber die bewegen sich jetzt nach vorne und hinten noch mehr, als ob du hier so eine abgemalte Pappe im Wind hin und her Couple wehst. corners though, then he's faster. That's not a good place to pass off. Ich weiß, ja, vielleicht ist das nur hier oder so, ne? Meinst du, die sind alle so betrunken so und Ja, ne, das sieht ja auch so aus. Naja. Aber für so mal schnell reingehüpft war das nicht schlecht. ja, wollte ich gerade sagen. Also vor allem diese Rennen. Frei. Ja, war auch mal ein schönes Rennen, wo sich nicht das ganze Feld gegenseitig abgeschossen hat, Ja, muss man sagen. ja. Tut so ein bisschen leid. Ich hätte doch gerne den 5. Platz gehabt. Aber Du weißt ja, das ist ja kein Ponyhof, ne? Das ist kein Wunschkonzert. Pit lane speed limit is 80 kilometers Ich per wäre hour. auch gern Formel 1 Weltmeister, 5-mal hintereinander. ja. Ja.
Dann bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. War wieder ein schönes Rennen. Ja, vielen Hat Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank, Patrick, dass du mit dabei warst. Mal wieder. So, 3, dann 2. bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao, ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.